Mit unserem Modell des Eisenbahndrehkrans EDK 750 haben wir bei Rocco nochmal ein neues Level an Detail und Technik erreicht. Das ist auch gar nicht so einfach, denn das Vorbild hat die Messlatte damals durch sein technisches Niveau schon sehr hoch gelegt und wurde sogar von der DDR in den Westen exportiert. Mit der entsprechenden Abstützung kann der EDK 750 Lasten von bis zu 125 Tonnen heben. Zu seinen Einsatzgebieten gehören daher Bauarbeiten an Eisenbahnstrecken, Bergung von entgleisten Schienenfahrzeugen und das Herausnehmen und Wiedereinsetzen von Weichen. Bevor wir zu den vielen Funktionen des Krans kommen, sehen wir uns erst noch an, was man sich vom Lieferumfang des Modells erwarten darf. Mitgeliefert zum Kran wird ein Schraubenzieher, ein Schutzwagen mit den Stützböcken, ein Schaugleis, dazu Unterstellböcke, ein Gegengewicht, eine Traverse, ein Sicherungsbügel mit Hebegurt und weitere Zurüstteile. Besonders beeindruckend ist die viele Technik, die in dem Modell steckt. Im Inneren arbeiten 5 Motoren mit der ausgeklügelten Elektronik und Sensorik zusammen, um alle Bewegungen ausführen zu können. So werden auch alle Achsen mit Sensoren überwacht, sodass der Kran immer automatisch weiß, an welcher Position er sich gerade befindet und die Endposition nie überschreitet. Dabei sorgen 2 Supercaps dafür, dass die Elektronik immer mit genug Energie versorgt wird. Normalerweise wird der EDK 750 im Zugverband zum Einsatzort gebracht. Dabei sind bis zu 100 km/h erlaubt. Für die Arbeitsfahrten direkt vor Ort kann der Kran aber auch selbstständig bis zu 6 km/h schnell fahren. Dafür wird das Antriebsritzel von außen über ein Handrad mit dem Fahrmotor verbunden oder getrennt. Genauso haben wir das auch bei unserem Modell umgesetzt. An der Unterseite kann der Freilauf ein- oder ausgekoppelt werden. Das ist sogar im aufgegleisten Zustand möglich. Die vorhandenen Abstützungen des Krans müssen nicht für alle Arbeiten extra ausgefahren werden. In der Bedienungsanleitung befindet sich ein Überblick über die verschiedenen Arbeitsvarianten. Bei höheren Lasten bis zu 300 Gramm ist es nötig, die Kranstützen auszuklappen und die Stützböcke unterzulegen. Mit den Unterstellböcken kann dann noch ein Höhenunterschied ausgeglichen werden. Das geschieht sowohl beim Vorbild als auch beim Modell manuell, nur mit ein bisschen unterschiedlich viel Kraftaufwand. Das Abstützen wird dann mit dem Schraubenzieher noch feinjustiert, was beim Vorbild hydraulisch geschieht. Wenn man mit den Arbeiten beginnen möchte, kann unser Modell mit der Taste F18 automatisch in die Arbeitsstellung fahren. Dadurch hebt sich der Ausleger und fährt nach oben. Mit dem erneuten Aktivieren von F18 simuliert der Kran das Aufnehmen des Gegengewichts. Beim Vorbild wird dieses Gewicht händisch eingehängt und mit der Auslegerhydraulik hochgezogen. Mit dem Gegengewicht wird wie beim Original die Tragfähigkeit deutlich erhöht. Das komplette Drehen um 360 Grad ist sowohl beim echten Kran als auch bei unserer Nachbildung möglich. Durch die eingebauten Schleifringe kann sich der Aufbau endlos drehen. Zusätzlich kann mit der Taste F20 auch eine Endlagenabschaltung aktiviert werden, sodass die Drehbewegung wieder an genau der richtigen Stelle gestoppt wird. Ein wichtiges Merkmal des EDK 750 ist sein Teleskopausleger. Dieser kann ausgefahren werden, ohne dass dafür der Ausleger angehoben werden muss. Dadurch kann der Kran auch unter Fahrleitungen oder in Tunnel eingesetzt werden. Diese Besonderheit haben wir bei unserem Modell auch berücksichtigt. Der innere Auslegerteil kann um 70 mm ausgefahren werden, ohne den Ausleger dafür anzuheben. Die Sensorik im Kran sorgt dafür, dass dabei die Seillänge für den Haken automatisch verlängert wird. Auch bei der manuellen Bedienung des Krans haben wir uns so eng wie möglich am Vorbild orientiert. Wir haben dafür in die Z21-App eine eigene Kransteuerung eingebaut mit 2 Joysticks. Damit können der Ausleger, der Haken und der Aufbau in den verschiedenen Geschwindigkeiten bedient werden. Eine weitere komfortable Möglichkeit ist die Bedienung mit einem PlayStation-Controller.
Sowohl in der App als auch am Controller orientiert sich die Logik der Hebel an denen des realen Krans. Nach seinem Einsatz bringt sich der Kran mit der Taste F19 automatisch wieder in seine Transportstellung. Der Oberwagen richtet sich wieder geradeaus, der Ausleger senkt sich ab und der Haken positioniert sich in der Aussparung des Gegengewichts. Dieses Modell ist an Spielspaß und Detailtreue wirklich nicht zu übertreffen. Jetzt sind Sie dran.